Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute sprechen wir über 5 Wortpaare, die im Deutschen sehr häufig verwechselt werden, sogar auf B2-Niveau. Denn diese Verben haben teilweise eine sehr ähnliche Bedeutung oder sie sehen sehr ähnlich aus. Wenn man sie aber falsch verwendet, klingt der Satz oft unnatürlich oder sogar unverständlich. Und in diesem Video bekommst du deswegen eine klare Erklärung, viele Beispiele natürlich, die direkt aus dem Alltag kommen. Und außerdem gibt es ein paar Quizfragen, mit denen du direkt dein Wissen testen kannst. Und jetzt würde ich sagen, los geht's, let's go! Die ersten beiden Verben sind wissen und kennen. Und diese beiden Verben bedeuten auf den ersten Blick etwas Ähnliches. Sie haben nämlich beide mit Information oder Vertrautheit zu tun. Aber sie werden in unterschiedlichen Kontexten verwendet. Das Verb kennen bedeutet, dass man jemandem oder etwas vertraut ist. Also man kennt eine Person, man kennt einen Ort, ein Buch, einen Film, weil man damit Erfahrung hat. Es geht also um konkrete Dinge, die man schon mal gesehen, erlebt oder bewusst wahrgenommen hat. Zum Beispiel, ich kenne diesen Film, ich habe ihn schon mal gesehen. Oder kennst du meine Schwester? Ja, wir haben uns schon bei einer Party getroffen. Oder ich kenne den Weg, ich bin ihn schon oft gegangen. Wissen dagegen bezieht sich auf Fakten, auf Informationen oder eben auf Wissen, das man im Kopf hat. Man weiß eine Telefonnummer, man weiß, wann ein Bus fährt oder wie man ein bestimmtes Wort schreibt. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie der Film endet. Weißt du, wann sie zurückkommt? Ich weiß, dass Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist. Ein typischer Fehler, den viele Deutschlernende machen, ist zum Beispiel, ich weiß diesen Ort, weil sie die Struktur aus ihrer Muttersprache vielleicht übernehmen. Richtig wäre aber, ich kenne diesen Ort. Als kleiner Tipp, das Verb wissen wird oft mit Nebensätzen verbunden, zum Beispiel mit das-Sätzen oder mit ob-Sätzen, also mit einer indirekten Frage oder eben auch einem direkten Fragewort. Ich weiß, dass sie krank ist. Ich weiß nicht, wann der Termin ist. Okay, und jetzt habe ich ein kleines Quiz für dich. Ich habe 3 Beispielsätze und du sagst mir, welches Verb besser passt. Wissen oder kennen? Satz Nummer 1. Ich nicht, wie das Gerät funktioniert. Ich weiß nicht, wie das Gerät funktioniert. Satz Nummer 2. Ich das Restaurant aus meiner Kindheit. Ich kenne das Restaurant aus meiner Kindheit. Satz Nummer 3. Weißt du, ob sie morgen kommt? Nein, ich es nicht. Ich weiß es nicht. Die nächsten beiden Verben sind wechseln und tauschen. Tauschen bedeutet, dass 2 oder auch mehrere Personen sich gegenseitig etwas geben. Oft gleichzeitig und die Dinge sind auch gleichwertig. Der Fokus liegt ganz klar auf dem gegenseitigen Austausch. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Und oft geht es um Dinge, die eben gleichartig sind oder zumindest ähnlich nützlich sind. Zum Beispiel, du bist auf einem Konzert und die Person vor dir ist viel größer als du. Du siehst überhaupt nicht auf die Bühne. Dann kannst du fragen, ob ihr die Plätze tauschen wollt. Ihr tauscht also eure Position. Du siehst also, bei Tauschen geht es immer um 2 Seiten, die gleichzeitig geben und nehmen. Wechseln ist dann ein bisschen allgemeiner. Es bedeutet, etwas wird durch etwas anderes ersetzt, aber nicht zwingend in einem direkten Austausch mit einer anderen Person. Der Fokus liegt hier auf der
Veränderung oder auf dem Ersatz, aber nicht auf dieser Gegenseitigkeit. Zum Beispiel, ich muss meine Kleidung wechseln, sie ist total schmutzig. Oder ich muss das Öl im Auto wechseln. Oder auch das Wetter hat plötzlich gewechselt. Oder sie hat ihren Job gewechselt. Du merkst also, es geht hier nicht darum, dass jemand anderes etwas zurückgibt, sondern es geht nur darum, dass etwas durch etwas anderes ersetzt wird. Und jetzt machen wir wieder die Quizfragen. Satz Nummer 1. Wir sollten die Glühbirne im Flur, sie ist kaputt. Wir sollten die Glühbirne im Flur wechseln, sie ist kaputt. Die beiden Schüler, ihre Hausaufgabenhefte, um die Lösungen zu vergleichen. Die beiden Schüler tauschen ihre Hausaufgabenhefte, um die Lösung zu vergleichen. Ich muss meine nasse Jacke, sonst erkälte ich mich. Ich muss meine nasse Jacke wechseln, sonst erkälte ich mich. Welche Wörter verwechselst du oft? Schreib doch mal diese Wörter in die Kommentare, dann kann ich gerne auch noch einen Teil 2 von diesem Video drehen. Und ansonsten vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.